check. Test, Test, Test. Und gehen wir mal rein in dieses Video. Zuschauer. Ich habe gedacht, wir schauen uns jetzt ein YouTube-Video an über den msfs2024. Alpha. Wir schauen uns jetzt ein Video über die Tech Alpha an, ja? Test, wir schauen uns YouTube-Videos an. Mit meinem PC kann ich zurzeit nicht spielen, also muss der PC anderweitig Geld verdienen. Dann habe ich gedacht, wir schauen uns die Tech Alpha an. Schaut geil aus. Das Video geht 14 Minuten, circa, wie lange geht es so? Und in der Woche werden wir noch einen Flug machen von Berlin nach Athen, in msfs2024. Aber jetzt schauen wir uns die Tech Alpha an. Wow, 10 Zuschauer live dabei bei der Tech Alpha. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo und ein Like. No battery.
Ich muss mein Mikrofon anschließen, Leute. Schauen wir mal, was wir als nächstes anschauen. Lasst gerne ein Like da und Daumen nach oben und ein Abo bitte, ja, für meinen Channel. Ja, wir haben jetzt noch im Video 12 Minuten. Schauen wir mal, was wir da noch anschauen. Und machen wir Tech-Alpha-Stream. Jetzt ist natürlich nach dem Fussi. Und das auf der Xbox, das wird bestimmt nice, Leute. Zieht euch rein, dieses Video. Wow, schaut das geil aus. Wow, 10 Zuschauer sind dabei bei der Tech Alpha.
zum Anschauen auf YouTube. Auf meinen Channel, Leute. Schaut schon nice aus. Heute machen wir ein bisschen Stream über die Vorstellung von msfs2024 in der Tech Alpha. Auf meinen Channel. Liken, teilen, abonnieren den Channel. Schauen, was wir uns da noch für Video anschauen, weil heute ist Montag, heute machen wir ein bisschen ruhigen. Wow, schaut geil aus. Oh, nice. Mal schauen, was wir für ein Video dann wieder gehen. Wow, 11 Zuschauer, sehr schön. Schauen sich die Tech Alpha mit mir an. So, das war's mit dem Video. Jetzt schauen wir, müssen wir als nächstes reingehen, Leute. Das ist mein Channel, mein Musik-Channel. So, in welche Tech Alpha gehen wir hinein, Leute? Hier ist nochmal ein Video. MS24. Werbung wie dieser jetzt ganz einfach blockieren. Gehe einfach auf adskiller.de, klicke auf Jetzt aktivieren. Adskiller zum Browser hinzufügen, bestätigen, schon fertig. Versus 20.
2020 versus 2024, kind of side by side. What I did was I took the same plane, the X-Cub, and I took off from the same airport, landed at Schaut es euch an, zieht es euch rein. using the same. Machen wir in der Zwischenzeit was zu essen. This is Graham 48AK that we're taking off from, and we're going to be landing at Victory 08K6. It's one of my favorites. I had to get 2 airports that weren't add-ons, and it's tough to do when you've been collecting airports and airstrips for several years. Unfortunately, I did get the lighting a little bit different. But one thing that lighting will show on 2024, you'll notice when I turn in here, look at the plexiglass on the left side. You'll see when the sun hits it. It is amazing. It looks real. There is scratches, there's marks, a haze of plexiglass right there. It makes a huge difference versus the stairwell. Just almost looks like no glass on the right side. One thing I noticed when I started flying is the level of saturation in 2020 versus 2024. Looks great, but it certainly detracts from what I feel like is immersion and realism. And once you get used to it, it's pretty shocking going back to it. One of the biggest differences visually that I've noticed is the trees, and I think that's a common theme for everybody that's using the beta or the alpha or whatever you want to call it. All the trees look like broccoli in 2020 now that you're used to. Look at that. Just absolutely amazing. I go full screen here so you can see a little bit better, but then in some of the areas I try to put them side by side so you can see them both. So we'll fly down close to the water here so you can get a look at that. Water looks great, very natural. There is some graphic anomalies in 2024, just like 2020. They don't necessarily all show up in the same place, but they're definitely there. You can see them here. It just seems to be the nature of the beast. Hoping the tablet can be removed at some point, or maybe I just haven't figured out how to do it. You can click on the mount of the suction cup and highlights like you'd be able to, but I haven't figured out how to do it. Big difference in the geographic features like mountains, the hills, roads. Just for this point, for release, for this to be look this good, I think we're in for a lot of fun if you're a flight sim fan in the next few years. I'm really excited about it. Don't get me wrong, 2020, I still think it's one of the best looking pieces of software available, but I just feel like 24 has improved on it, and it's hard to deny. Again, those same graphic like anomalies in the water, we're all familiar with them, especially if you fly bush planes and you fly low like this.
to see them. Trees and the shoreline just really looks fantastic. The amount of detail and the fidelity in these cliffs and the trees on the side of the cliffs, you can really tell that they've added to this, and all of this without Gefällt euch das Video? Now, granted, I'm running a 12th gen Intel and a 4090. This is on ultra settings, pretty much everything, but it is on both titles. So, if anything, there is no stuttering and no pauses that I've noticed in 2024. I actually recorded this the first time in 2020 and got a couple of nasty pauses to where I felt like I needed to re-record it. It's something I've battled. I think a lot of us have. I'm really good about keeping my cache tidy, and I do everything I can. I've got a balance between the GPU. I run a little bit lower terrain detail to try to CPU less, and I run. Actually, this is 4K upscaled to 120. It's not DLSS. So that is about as much as you can stress the graphics card. And I'm still averaging 55, 60 frames per second. And on both titles, it's really close to being the same. The install was 9 gigs. It installed super quick. It loads super quick. One thing to note, I am running the small trees add-on because there was restrictions that I went into where the trees were obviously not right in 2020, and I've ran that for a long time, so I've just come to accept that's the way it is, and it definitely helps. I really like it. I recommend it if you're still going to play it 2020 or fly 2020. So up ahead we have this like hillside cliff. The airport is right behind it, so I'll be making a left turn to turn on base for fun. And right before you do see that, you're gonna get an opportunity to see the river. Oh ja, schaut schon gut aus. I really liked Der neue ist bestellt, Leute. Die because Deluxe-Version. it really shows off a huge difference between 2020 and 2020. Xbox und auf dem PC, Alter. That clicking you hear, that's me fiddling with the trim on the NX Cub. I don't fly the NX Cub a lot, but I really struggle with the trim on it. For whatever reason, it does not happen in the new version. It's just less fiddly. It doesn't fight you as much. The flight model is definitely more complicated in 24. Landing much harder. And that's just the flight model. That doesn't count any sort of surface differences or anything like that. It is just feels a little more real. 2020 is good. Don't get me wrong. 24 is that much better, I believe. Not sure what I was doing there.
notice that I was talking about the saturation and just the green, and it's like that worldwide, no matter where you're at. The trees look the same no matter where you're at. And, although you're only seeing Alaska here, these trees are very unique to this area. I flew down the lower 48, several different areas, much more fall colors, because these are spruce, evergreens, pines. They are still green in October, whereas Seattle area, Idaho, close to me in the Midwest, it was pretty orange already, and it looks fantastic. One of the biggest downsides that I've come across, not bugs, I haven't seen too many bugs. I've had a couple crashed desktops. It has something to do with when I launch the game. If I'm too zoomed in on the map, it can't do its animation where it zooms down in. And I've had several where I've left it in too far and it's crashed. But the biggest drawback I think so far that I've seen is the controls. You can still set them up just fine, and I'm using my Gladiator NXT that I've got at my Stax throttle, and I've got crosswind runners. They're all working perfectly, but setting them up is a little unintuitive. I think that's always kind of been an hallmark of the flight sim titles. But it's early, and there's probably room for some improvement, whether they do it by release or through an update. So, jetzt bin ich wieder da. Leute. So behind this hillside is the airport. But before I get to that, in both versions, I'm going to look down this valley, and you will see a pretty good example of the two titles and how they handle things a little differently. If you'll notice in 2020 right here, there is places, and we've all seen this, where the water creeps up the sides of the hillsides or the mountains or whatever. And I zoom in a little bit so you can see it, and it's down at the bottom. Right there, you can kind of see, the trees are a little underwhelming. Now this is 2024. Look at the same thing. Wollen wir mal kurz Pause? Es steht noch 5 Minuten. Pretty drastic difference, right? I thought so. And then we're going to come back to 20 here, and we're on base for final at Victory. Still beautiful. But you will notice that the airport is probably the weak link here, a little jacked up. The textures aren't quite right. Just a little disheveled. Not a real clear marked runway, just kind of So, an open field. gehen wir rein ins nächste Video zur Tech-Hilfe. Very green. War interessant. Kann man noch ins Video. Ich habe Transaktionen in Milliardenhöhe als Investmentbanker durchgeführt. In dieser Zeit habe ich Beteiligungs... Hello folks, and a warm welcome to the channel. This is Microsoft Flight Simulator 2024, and well, this is the Tech Alpha, and we're going to go for a full flight in Scotland from Oban out towards Ben Nevis, and then have a look at that beautiful mountain, since it is the highest mountain in the UK. And you know what? I thought this would be a really good idea doing this flight, because I'm not interested in flying in the locations where it's supposed to look good. I want to fly in beautiful locations where there hasn't been any sort of special attention, if that makes sense. So we're going to do a walk around on this X Cub.
Now, I'm not sure this is live weather. Looks very nice for Scotland, so we'll check that in a moment. But first of all, let's just go and do our walk around. So first of all, we're going to come down here and take these chocks off. There we go. We can check our left brake condition. Looking good there. I'm not going to spend too long doing this, but I do like this. I'm not sure if I want to do it every single time though. But yet, I think you have to do this when you start from the ramp. So, I might be wrong though. There might be a way around. Gefällt euch diese Session? Let's take this pitot cover off. Machen wir das die Woche, bis der neue PC von mir kommt, ja? Of course, everything I'm using today is completely vanilla. Weil der PC packt den nicht. I do like the sounds of the walk around here. And of course we are in 2D mode. This is not VR today. I'm hoping that I'll be able to show some VR footage soon though. But yeah, this is basically, because I've shown a comparison, I've voiced my opinions. Oh, I like how you can actually do that, that's cool. You can move the rudder left and right. I've voiced my opinions on my first impression video. Now it's time to just go for a flight and see what I think. Now, of course, obvious differences straight away is the trees. They look amazing. And the lighting. I absolutely love the lighting in this new sim. Massive upgrade. Yeah, I do like how you have to sort of move them around. And I just love how we can walk around as well. And even look at the detail of the sand there. If it was really close to that, you'd be able to see that. And I love the detail. Look at the rocks and things. If we just crouch down and just look at the details. That is very, very high resolution, that. And in terms of my settings, well, every single slider is maximum. The only thing I've taken down is motion blur, because I don't really like motion blur. Let's get into the aircraft. We'll duck down. Get it closer. And get into our little bird here. Very cool. So, anyway, let's start this aircraft up, okay? So, right, where's the battery in this thing? Because I haven't flown this before, to be honest. So I need to find where the battery is. There it is. Battery on. And we'll put our... looking for a beacon light. I think there is one in this. So we'll just put our landing light on instead then. Oh, look at this. That's something worth noting. All of these now work, fuses, in the default aircraft. Just gives you an idea that there's a lot more detail on offer, which is very cool. Right, put our mags on, left and right, fuel pump on. Fuel mixture rather is now set. Thinking about it, we do need some fuel. Interesting, the actual fuel pump doesn't change sound when there's no fuel, which is just an observation. Wow, there. 6 Zuschauer dabei. Not expecting anything too amazing. And we'll start this bird up. Here we go. That does sound good. Avionics master can come on now, and we'll get 6 Zuschauer sind dabei bei der Tech-Alpha. Nav lights, leave the pulse lights off. And this is going to be quite a simple flight, and as I say, Wir testen heute die Tech-Alpha in Videos. Or somewhere specific to the beta, or alpha, whatever it is. But I just wanted to go somewhere Schaut geil aus. track a little bit. I love all these awesome colours. Very nice. Right, we'll just do a quick sound check, and I'll be back in a moment. Yep, that sounded fine, so we'll just resume our flight, and I just hate the old zooming in and out thing. Don't like that. Right, I'm pretty sure this is not live, no, it's not live weather. Okay, here we go. Let's see what the actual weather's like. October the 13th, I'm recording this, and oh yeah, that looks more like Scotland to me. Mal schauen, was wir dann für Video reingehen, But it in does Alpha. look really good, doesn't it? Tech-Alpha Videos. I'll try not to keep saying how much I love the lighting in this sim, but I do a lot. There's a little bit of rain around as well. Oh, that looks good. That looks really good.
big cruise ship there. Is it moving? It's definitely an AI model. Yeah, look at that. That's a nice shot in itself. Anyway, let's not mess around too much here and get back in the cockpit because we've got some sightseeing to do. And if you're new to the channel, welcome. This channel is all about flight simulation and VR. We, on this channel, oh God, discuss many things, and I showcase lots of different VR headsets, different settings as well. And I will be, once I get to know the sim, of course, once it's fully released, I'll be providing lots of how-to guides on various sort of sectors of the sim, whether it's, you know, controller bindings or best graphic settings, that kind of thing. Basically, this channel caters for all aspects of flying, whether it's exploring new areas, showcasing, you know, really nice flying on the channel like today. Oh, that stutter. It's pretty bad, that stutter. Just indulging in the passion that is aviation. Right then, so here we are, we're taxiing to the runway here. Lots of atmosphere. I do love the atmosphere in msfs2024. There's something about it. It is gorgeous. But I do feel it's not like a massive difference, you know, it's very subtle. It's those combinations, those components combined together that make a difference. Right, well, since this is a tail dragger, and probably a stall tail dragger at that, we don't really need much runway, so we'll just spin around here. The ground handling is definitely improved. I've got to be very careful. In fact, I've noticed I have not got my toe brake sorted out, so I need to do that now. I like how there is a little bit of track there. I don't think there's any grass in this particular Alpha, so that might be something that's missing with this sort of tech demo, really. That's what it is. Look at the runway here, how very, very crisp those textures are. So what we'll do is, before we go any further, is we'll just sort out our toe brakes. That's very important. So for that, I'm just going to come here to the CH Pro pedals, and we're looking for, I imagine that is a primary flight control. Brakes are kind of important. Let's see what we get here. That's the thing with this sim, there's so many bindings, it's very easy to do what I just did there and bind the wrong thing. Your left and right brake, you're actually looking for axis. So hopefully that will help. Oh yeah, that's definitely helped. Right, it's now time to take off here. Make sure our transponder is... Wir werden uns dann noch ein Video anschauen, meine sehr verehrten Putzer. Is it on? Not sure why. But I don't care. 4 Putzer und bitte ein Abo auch da lassen, ihr kleinen Kameraden. Chat about this new sim and just enjoy the views. Scotland is beautiful. Let's see how we get on here then. Really do like the new ground physics. We are airborne. Very nice. Very nice indeed. Coming down a bit here. Yeah, this is definitely what Scotland looks like most days. So I'm particularly intrigued to see what the reflections are. Let's get rid of that. Can we get rid of the tablet? All the reflections and shadows. They should be much better now. Get rid of this. Oh, what was that? Definitely some weird bugs going on. I get flashes every now and then. Trying to get rid of this tablet, but too much of a need, but I don't know what I'm doing.
do wonder though, this atmospheric upgrade of msfs 2024, I'm sure we could have got this in 2020. I don't know. What do you think, guys? Jo, das ist natürlich klar. Natürlich Alpha gibt es natürlich bei YouTube auch Werbung. Meine sehr verehrten Zuschauer, schauen wir uns noch einen Stream an. Ist voll interessant für mich zurzeit. Lasst gerne ein Abo da. Reporting the target position. So we don't really need our... Ich habe die Werbung mal übersprungen, Leute. Für euch. Because I do know Scotland very well, but we'll have it on anyway. I do believe there are options as well to have satellite imagery. So we'll click that and put weather radar on if it works, winds. There we go, look. So hopefully, I think we're on the edge of the rain here. So it should clear up quite nicely. It does feel funny, you know, doing a flight trip and not in VR. In some ways it's nice because it's just so much easier to record. Incredibly easy. At the moment we're getting just shy of 90 frames per second at the moment, and that's with everything on ultra settings, but we are in Scotland. Love the trees, very, very nice indeed. Let's take a look outside. So yeah, shadows and ray tracing should all be a thing now. And looking at the cockpit, looking for some shadow effects and reflections, look at those reflections there. They're definitely a lot better than they used to be. See the reflection of the that beautiful G1000 display, whatever it is, G3000, showing there in the glass. It's a real-time reflection though. You can see it's not just baked in like that. Take it drop down a little bit. Yeah, you can really tell. It's amazing how much difference a decent set of trees can do, especially seasons as well. I like how this AI votes, but really sure they're not quite that big in Scotland. We've got the Caledonia McBain ferry transport. I've been on a few times on the bike. But yeah, they don't look quite like that, but that's fine, I'll forgive them for that. Look at this scene here, that is absolutely beautiful, isn't it? That's really stunning stuff. Very, very nice. Every Ja, das ist sehr interessant, genau, Flugsimulator. Wir werden jetzt uns dann noch ein Video anschauen, meine even though the Nutzer. clouds are essentially very similar to MSFS 2020, at the same time they're very different. It's hard to put a finger on what it is that looks. I think it might be again the atmospheric effects, the lighting, the DirectX 12 support, proper DirectX 12 baked in now. Just all those scattering effects all coming together to make the clouds look a lot better.
hopefully don't look quite so pixelated. But then I haven't really got really up close to them. And again, I think VR will really showcase that, because you can see them so close as they go past. So what we're going to do now, folks, is going to head over to Fort William and check out Ben Nevis. Should be a nice treat for us. Getting very good frame rate here, running at 13900K, CPU with an RTX 4090. And it's a Storm4 system. I think I still have a discount code, actually, a non-affiliated discount code. For those of you who are wondering what system I do use. The skies are still looking quite dramatic here. The visibility is good. That's what we want. So let's see what it's like now. Mountain flying. See if we get any updrafts. Should be a lot more, less abrupt than it was before. With a better it does feel a bit more natural. Nice. Yeah, actually feels going up there. There we are. This is the summit of Ben Nevis. Looking very good. Great, very nice. There is a cable car around here. Look at that. Very, very. Don't work out getting any icing there on the wings. Actually, there's a bit of icing. Actually, look at that glass there. That's amazing. Details. Wow. I think that's a bit of icing forming. That's a very nice effect. A lot more gradual. I think that's one thing. Oh, I don't know. Why have we lost power? Oh, alternator, you idiot. That's why. I didn't have that on. Oops. Now we're overspeeding. But yeah, what I was going to say is, I think one of the things about this sim is it's details on an almost microscopic scale now. You know, you're not necessarily going to notice the difference flying your airliners, but for GA pilots and bush flying like this, you are going to notice those differences. Especially when landing in mud, you know, and all the different surfaces. But definitely the weather effects, the lighting. Right, The shadows, you know, reflection. Very reflective. Sure. Oh, low fuel running here. Oh ja, het is nu nog een Oh yeah, balance. Zo maar schauen, was we verder hier als nächstes Oh, I can just smell my Sunday dinner. I think Melissa's busy making a landing light is on. Fuel. Oh god. I've had better landings, admittedly, but we are down. And that completes our full flight in msfs 2024 Tech Alpha. Remember that? Tech Alpha. So, schauen wir mal, was für eine Take Alpha noch gibt. Das da können wir anschauen. Das ist ein cooler Stream. Das ist eine Sternglas. Die kostet 199 €, hat ein extrem langlebiges Uhrwerk, das beste Gummiglas der... Oh, der geht 2 Stunden, Leute. Wollen wir das anschauen? Der Formel Wolf, auch sehr schön. Irgendeinen Punkt suchen. Ja, den schauen wir uns an, oder?
Schauen uns dann 2 Stunden Teststream an, Tech Alpha. Hier, Leute. Zum Flight Simulator 2024. Achtung, das ist Den Stream angekündigt für morgen und hab nochmal die ganzen Einstellungen für das Flugzeug neu gemacht, weil die waren weg. Jetzt habe ich das alles nochmal eingestellt. Trimmung und Genießt den Stream, Leute. Und darum will ich jetzt mal eben eine kleine Runde über dem Zeichen. Lasst mal ein Abo da und Daumen nach oben und ein Like. Und ja, war ganz schön hektisch über den Ecktisch heute. Oder lassen wir das einfach? Ne, wir machen das. Komm, wir machen jetzt. Das ist mein neues Like. So, das ist der Karrieremodus. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Okay, choose any location in the world where you want to start your career. Also wir sollen irgendeinen Punkt suchen, um zu gucken, wo wir anfangen wollen. Da fangen wir natürlich mit dem Hafen an. Ist ja auch erstmal nur zum Gucken und das ist immer, ey, Marienziel geht gar nicht, doch wir. Och nein, wieso ist denn, warum ich denn schon wieder? Das ist alles schon wieder gegen mich gerichtet hier. Na prima. Dann haben wir hier Objefa, einen ehemaligen Militärflughafen, der schon seit 100 Millionen Jahren nicht mehr aktiv ist. Hier war ich als kleiner Junge mit meinen Eltern immer. Hier an der Kante konnte man hier so lang, hier war so ein Weg. Und da standen wir immer und dann sind hier die Phantomen weggestartet. Und dann stand ich hier als kleiner... Das ist die Test-Alpha bei msfs2024. Ja, wo fangen wir denn jetzt an? Jetzt bin ich aber... Das ist ja scheiße. Lemwerder. Oder Hamburg? Ich glaube, dann machen wir Hamburg, ne? Hier, EDF Hungriger Wolf, auch sehr schön. Basis hier, Belluhr 1D. Oder haben wir Nordholz? Guck mal, sind wir Nordholz? Meine vielleicht sogar zukünftige Dienststätte. Dann würde ich sagen, dann machen wir das, wa? Dann machen wir das. So, jetzt passiert irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich habe doch einen Airport ausgesucht, jetzt nochmal. So Leute, ich gehe dabei auf Kacken. Oh, yeah. Norddeutsch, Schweiger. Hier. Gleiches Hemd. Oh, die Mucke ist so düster. Nee, irgendwie müsste das so fröhlich sein. Das ist so ein entspanntes Spiel. Und da ist die Musik, als wenn du in irgendwelchen Dungeons unterwegs bist. Das würde ich irgendwie anders machen, oder? Wie findet ihr die Mucke? Die Düdel da? Ja. Das ist komisch, nee, ist keine Flugsimulator-Musik, oder? Das würde ich anders machen. Na, da kommt gleich ein Drache um die Ecke. So, die Top-Nachrichten weg. Alle Nachrichten. Was soll das eigentlich mit diesen Top-Nachrichten? So. Okay, hier steht eine Frau in Tonhose vor mir. Heidi. Die Hedi. Biedermann. Herr Biedermann und die Brandstifter. Hallo. Ich bin's, Gaska YouTube. Ja, das ist richtig. Willkommen. Ihr gehört der Edo-Club hier. Ach, schön alles, ne? Mit so kleinen Hubschraubern und Feuerlöscher, Kaffeemaschine, Kaktussen ohne Nadeln. Aber gut. Hier im Club. Ach, hier kann man Trainings machen, ja, ganz prima. Okay, wir müssen jetzt unsere Pilotenlizenz machen, offenbar. Ich dachte, ich kann nicht gleich anfangen zu arbeiten. Okay, wir machen die PPL-Lizenz. Flugstunden. Ich wollte heute eigentlich nicht noch bis morgen früh hier fliegen, weil da geht's ja schon weiter. Okay. Also wir brauchen jetzt Flugstunden und Erfahrung und eine PPL-Lizenz. Okay, jetzt wollen wir uns erstmal mit unserem Flugzeug anfreunden und den örtlichen Umgebungsdingen. Das hat die gesagt, dann machen wir das. So, das sind wir und da ist irgendwie komisch, ne? Ich hoffe mal, dass das noch anders wird und wenn ich auf so einem Klötzchen stehe. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Okay, wir sollen ums Flugzeug laufen.
Das wird doch noch... Warum ist das gerade so, wie das hier ist? Weiß keiner, ne? Before Taxi, Mission Steps. Ich laufe mal oben zu und guck mal, was wir so machen können in meinem Flugzeug hier in der Erde. Ach so, wir müssen die angucken. Okay, das haben wir gemacht. Das ist jetzt ein Walkaround hier. Dann prüfen wir das. Das ist auch gut. So, stellen wir mal wieder schön hin. Ja, das ist ja bescheuert, dass es jetzt in der Erde steckt. Da haben wir wahrscheinlich genau den einzigen Flughafen in der Welt ausgesucht, wo das nicht geht. So, das geht hoch. Hier das Schwänzchen. Das müssen wir nur begucken. Ups. Aber was ist das denn mit der Textur hier für ein Rotz? Kann ich die denn nicht gucken? Was ist, wenn die kaputt sind? Also. Oben runter. Nee, die klappen doch noch, oder nicht? Hier. Die gucken wir nur wieder. Und ich meine auch die Reifen. Aber warum steckt mein Flugzeug denn in der Erde? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht so schön, ne? Das hätte ich aber ganz gerne anders. Ist das fertig jetzt alles? An die Räder komme ich nicht, die sind verbuddelt. Wir gehen da jetzt einfach rein und schmeißen das Ding an. Ach, da sitzt sie schon. Nee, ich jetzt. Oh, das muss ich auch noch ein wenig weicher einstellen. Also das ist hier die Biedermann, habe ich vorstellen. Dann wollen wir mal gucken, Before Taxi. So, das will ich nämlich selber mal gucken, ob meine Steuerung jetzt alle wieder funktionieren hier. Das wäre mal ganz schön. Ruder, Bremsen. Siehst du, meine Bremsen gehen wieder nicht. Es fällt immer irgendwas aus. Guck mal. Das hatte ich gerade auch. Und nach sind die Sachen, die ich eingestellt habe, wieder ausgefallen. Trimmung funktioniert. Klappen. Siehst du, Klappen sind auch wieder raus. Muss ich auch wieder... Also ich habe das Gefühl, dass die Steuerung... Ja, ich brauche einen Spaten, echt. Ne? Warte mal, wenn ich Y drücke, geht das immer noch in dem Spiel mit Y sich versetzen? Ne, ist ja auch prima. Okay. Control Echo to complete Startup Procedure. Oh, was weiß ich denn, was man hier im Start... Ich habe mein Leben noch keine Dinger gemacht. Wir machen das jetzt einfach alles an hier. Und dann ist das J. Ist das überhaupt der Flugplatz? Guck mal, Ansichten da drin, das kann ich gerade mal erklären. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Guck mal, wie ruckelig das ist. Und dass sich der Boden hier ständig ändert. Da haben wir, glaube ich, mal ganz schön ins Klo gegriffen hier mit unserer ersten Abrollposition. Guck mal, witzig, ne? Das ist nur mein Flugzeug rum, dass sich das so aufbaut. Na, das wird ja noch lustig hier. Das fängt hier gut an, unsere Karriere. Guck mal, ich kann doch nicht mehr reintoggeln. Oh, ehrlich, ey, das ist... Ich weiß nicht, ob das an dem... an dem Turtle Beach Jug liegt, dass die Kiste hier nicht klarkommt mit. Ach, jetzt kann man nicht ins Flugzeug rein, Alter. Ich habe das gerade ausprobiert, ne? Ausgemacht. Und schon geht's nicht mehr. Jetzt kommen wir nicht mehr rein. Alter Schwede, ey. Okay, dann müssen wir die Toggle-Kamera wieder anmachen. Ja, also es ist ein bisschen schwierig mit den Einstellungen hier, die du machst. Guck, Left Brake, Right Brake sind schon wieder weg. Total verrückt. Ach so, falsch. Den brauchen wir. Ach, da sind sie. Ich muss die Sicht jetzt toggeln, ne? Ja, das ist das. Oh Gott. msfs2024 Takeover. Schauen Sie sich an und lassen Sie den Stream einen Like und einen Daumen da. Cockpit External View ist auch die richtige Taste. Aber ich komme da nicht wieder rein. Leute.
Das Schau aus, das Flugzeug ist Tech-Alpha. ausgebuddelt. Ich habe den Spaten gefunden. Jetzt möchte ich nur gerne in mein Flugzeug wieder reinkommen. Das wäre natürlich sexy, ne? Weil ich will nicht in der Dings. Machen wir Ctrl E. Dann ist fertig. Okay, wait for the engine startup. Jetzt muss ich aber in mein Flugzeug, Leute. Wenn ich nicht reinkomme, habe ich kein Einkommen. Ich habe diesen Knopf belegt hier. Ich kann doch jetzt nicht in der Außenansicht mitfliegen. Was soll denn der Scheiß? Ups. Ach, ich mach gar nichts oder was? Oh, der Schwede von den Furchen. Achso, das kann ich hier über den Knopf machen. Dann machen wir das erstmal über die Taste, wenn die andere nicht mehr funktioniert. Ich will doch mal sowas. Das ist doch kein Flugplatz hier. Take-off-Sequence, muss ich das machen jetzt? Oder macht die Heidi das, die Hedi? Dann machen wir mal weg. Ach gar nicht, ich habe einen Flugplan bekommen, oder? Oh, guck mal, wir müssen eine Runde drehen tatsächlich. Dann lassen wir das Ding mal an, weil hier haben wir es nicht. Offenbar muss ich die Runde fliegen. Ich dachte, mir wird die jetzt vorgeflogen oder so. Wir stehen auch nicht auf dem Flugplatz, oder? Ist ja total verrückt. So, dann will ich mal eine vernünftige Ansicht eben machen. Ich hoffe mal, dass das noch klappt. Das war mein Mikrofon, Leute. Klappt auch noch. Und in die Ansicht zurückkommt, geht auch nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, du kannst nur eine gewisse Anzahl an Knöpfen speichern. Und wenn du das hast, ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal die Bremse machen würde, dann würden hinten wieder die Trimmung rausfallen oder so. Total verrückt. Gas geht auch nicht richtig. Guck mal auf den Gasschub. Ich habe hiermit jetzt dasselbe Problem, was ich vorhin mit der Lenkung hatte. Wenn ich jetzt Gas gebe, passiert erstmal, oh, es geht. Das ist, also Steuerung ist krass. Nein! Ich wollte nicht, oh Gott. So. Ich hau jetzt mal ab hier. Jetzt kriegst du hier alles nochmal erzählt, glaube ich, oder? So freundlich. Ja, dann fliegen wir jetzt up und down Level und dann ist es gut. Aber ist irgendwie schon ganz witzig, ne? Wahrscheinlich kann man das dann... Oh, wir müssen da durch? Muss ich da lang? Tatsächlich. Das ist Also die das ist jetzt hier so Tech-Alpha. richtig für Dummies, ne? Aber warum nicht? Und über 4 Putzer dabei, sehr schön. Es ist auch mal gar nicht so schlecht, dass man sowas macht, dass neue Leute das auch lernen. So kriegen wir halt wieder ein paar mehr Spieler dazu, ne? Wenn es schön erklärt wird. Gut. Ja, Schnuckadaber, da kannst du Flugzeug fliegen werden. Das kann man wahrscheinlich abschalten nachher. Ich denke mal, die werden dich fragen, für wie gut hältst du dich? Und dann kannst du auf solche Sachen, die kannst du dann überspringen. Aber ich finde das in Ordnung. Besser mehr als wenig. So, wo sind wir jetzt? Klein. Warum kommt
kommt jetzt Endmusik. Oh, neue Straße. Da ist der Flugplatz. Und über dem Flugplatz die Marne. The Bluetooth device is ready to pair. Und ein Zuschauer ist noch live dabei, sehr schön. Wir schauen uns die Technik einfach an, ja. Ganz früher, also als es 2020 ist. 2 Stunden geht der Stream. So, wir sollen über Flugplatz 4 ein bisschen langsamer machen. 2 Stunden geht der Stream. Zurück. Kriegen wir da auch wieder eine Angabe oder müssen wir das selber finden? Habt ihr mich verstanden? Warum darf man nicht in den... Oh Gott, mir schon. Alter, ich dachte, ich bin explodiert. Die können doch nicht einfach so eine Sache machen. Guck mal, auf Knien hier. Will ich die jetzt heiraten oder was? Das ist ein Voll Traum. konzentriert und dann gibt das so ein... Alle macht guten Stoff für Mensch. Ihr könnt die Tech-Alpha sehen. Tech-Alpha. Was ich wahrscheinlich richtig machen. Das wäre natürlich geil, wenn du so eine richtige PPL-Lizenz machen müsstest. Der Stream geht jetzt noch Drauf. 2 Stunden. Das, guck dir das mal an. Ein Laptop für alle Informationen, die ich für die PPL niede und brauche. Certification, alter Schwede, ey, das ist ja der Hammer. Das ist cool. Oh. Hubschrauber. Oh. Hier ist ein kleiner Junge, der vor so einem Playmobil-Regal steht. Ne? Es ist aber schön, dass man sich auch in meinem hohen Alter immer noch mit so einem Spiel echt erfreuen kann. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, also wir haben hier die Commercial. Ja, ich habe jetzt mal vorgestellt. In 5 Wochen kommt die neue SIM. Dann Instrumente. In 5 Wochen kommt der neue Simulator. Live gemacht Auf habe. Xbox, Leute, PC. Oh, 9 Zuschauer. Hier so Dinger. Will ich auf nichts oder ist es dann weg? Wir gucken das erstmal. Jetzt ist wieder ein Putzer dabei. ATP. Wir schauen msfs2024 Tech-Alpha an. Ist das Wasserflugzeuge an? Das kann man noch nicht verstehen. Was gibt's da noch? Jet, ja, alles klar. Okay, unser erster Schritt zu PPL. Jetzt. Oh, Scoop Endorsement. Überleg mal, wie lange das brauchst, bis du das Wasserflugzeug fliegen kannst, was du kostenlos in 2020 gekriegt hast. Das ist Wasserflugzeug Scoop Endorsement. Cool. Also mein Werdegang wird das hier. Dann denke ich mal, diese beiden, die ich brauche dann für Airline Transport. High Performance Endorsement. Cool, Alter. Dann sowas hier. Ich werde ein bisschen die Reste machen, das ist aus. Und wir schauen uns den Stream. Jetzt habe ich das gereizt, ne? Tailwheel Endorsement, das wird dann hier auch so ein bisschen Richtung. Also viel Spaß. So, Alright. Und schauen den Stream an. wahrscheinlich Leute rumfliegen. Powerlift Rating. Okay, das ist dann hier. Schauen Sie sich die Tech-Alpha an, Herr Zuschauer. Helikopter, das ist Kolben. Dann Winschen, transportieren und Außenlast. Cool. Ja, jetzt muss ich. Sollen wir den Heli machen? Aber der gibt es noch gar nicht hier in dem Spiel, ne? Ich glaube, das wäre blöd, wenn wir das tun. 25.000, 35.000, es geht.
die haben jetzt auch den Yoke angeschlossen. Ne? Das wird töricht, jetzt mit dem Helikopter anzufangen. So, was kann ich jetzt machen? Achso, ich glaube, das war nur informativ, das Ding hier. Zurück zum Hauptquartier. Spezialisieren kann man sie noch nicht, Companies sind auch noch nicht auf. Da machen wir auch eine eigene Firma, ne? Das würde ich sagen. Wir machen dann hier Skaska Airline. Certification. Ach so, das ist die PPL, das große in der Mitte. Gut, dann dürfen wir einmotorige Flugzeuge unter guten Wetterbedingungen fliegen und Landungen und Starts an Land machen. Private Piloten können keine Flugzeuge für kommerzielle Zwecke fliegen. Gut. All the training lessons are going to be the best. Make sure you're comfortable with these before taking the exam. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich. Ja, ich denke auch, ne? Also wir müssen jetzt das auch erstmal üben, bevor wir das Ding machen. Wir gucken uns erstmal an, was wir machen müssen. Wir lassen hier die Maus ausreden. Hier gibt es gar nichts. Pass Exam. Oh, sind denn die 10.000 Schleifen weg, wenn wir das verkacken? Pre-Exclusive for Specialization haben wir eigentlich gemacht, gerade mit dem Flug. Wahrscheinlich müssen wir den jetzt nochmal alleine ohne Jedi machen. Aber da haben wir keine Angst. 8 Minuten. License. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das gleich mal. Hoffentlich müssen wir den Workaround nicht alleine machen, aber jetzt ist ja wahrscheinlich die Erde nicht mehr so beweglich wie gerade. One-time payment, you can retry. Ach so, wir geben einmal 10.000 Mark aus und dann können wir das so oft machen, wie wir wollen. Das ist ja schön. Da ist die Kohle weg. So Leute, Prüfungstag. Also einmal steigen, dann Downwind Leg, Base Leg, Final Leg. Okay, Zeit die PPL zu machen. Das ist unser Ticket in die Welt der Luftfahrt, steht hier. Für diesen Test müssen wir ein Standard Traffic Pattern, also ein Standard wir nennen das ein Verkehrsmuster fliegen. Also wir haben hier den Initial Climb, bekleiden wir. Das Ding heißt hier Downwind Leg, dann ist das der Base Leg und der Final Leg. So heißen diese Dinger hier. Also Traffic Patterns werden normal bei einer Höhe von 1000 Fuß über Grund geflogen. Ja, ach, jetzt steht es da ja auch. Ne? Jede Sektion von den Pattern heißt ein Leg, Take-off Leg. Dann ist der Initial Climbing Leg, Downwind Leg, Base Leg, Final Leg. Ich würde sagen, können wir die Wolken wegmachen? Nee, brauchen wir nicht, ne? Ja. Dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Ich habe extra nochmal ach, jetzt ist das wieder mit den Dingern. Ich habe extra WD-40 noch an meinen Yoke gemacht heute, vielleicht geht es ja ein bisschen besser. So, das bin ich wohl hier. Im Schützengraben hier. Das ist ja geil. Okay, wir müssen die Bremsklötze entfernen, die Maschinenabdeckung, P2-Abdeckung und Static Port Cover. Achso, das ist jetzt an der Seite das Ding, ne? Gut. Möchte ich abmachen. Kann man mir die Maus wiedergeben? Danke. Ach, hier, mein Oller alle meine Steuerungen sind ausgeleiert, ne? Kannst du machen, was du willst. Ne? Ach, guck mal, die haben das sogar angemalt. Das ab. Das ab. Und dieses.
mal, ich mache mal die Werbung weg. Es ist wieder soweit. Startschuss für die zweite Runde. So. Und die Bremsklötze. So. Dann kann ich jetzt starten. Oh, what? Oder muss ich jetzt einen Walkaround nochmal machen? Machen wir das mal, ne? Das haben wir ja gerade auch so schön gemacht. Das gucken wir uns an, das ist super. Das machen wir runter und machen hoch und tun das wieder so schön zurück. Dann haben wir hier einen Reifen, den gucken wir, der ist spitze. Und ich möchte ein paar Abonnenten wieder dazu bekommen, ja. Meine Putzer. Strut auch toll. Ah, schon cool, guck mal drin, da hat es so schön gemacht. Auspuff gucken? Kann man nicht. Ist hier was drin? Ja, Öl gucken. Siehst du? Plack. Können wir sowas hier gucken? Ne. Offenbar die Klappen wieder. Auch die Lämpchen sind ganz super. Also ein bisschen Roleplay ist schon nicht schlecht, ne? Auch schön, so, das gucken wir uns wieder nur an. Und ich möchte mal einen Daumen nach oben, meine Putzer. Wenn ihr das schon anschaut, ja. Der Vorderreifen interessiert wohl nicht. So, das ist gut. Und das gucken wir wieder nur. Ich würde sagen, dann ist das alles super. Dann wollen wir mal einsteigen. Wer bist denn du? Ja. So, darum haben wir auch gerade die Karre nicht angekriegt beim ersten Mal, weil da diese ganzen Abdeckungen drauf waren. Das ist mir nachher aufgefallen. Das war natürlich ein bisschen doof. Das ist der Uwe? Der guckt gar nicht. So, ich würde sagen, oh nein, da bin ich nicht gezogen, oder? Scheiße. So, wenn man es richtig macht, ja, hin und her gucken brauche ich jetzt nicht. Oh, das werden wir dann auch wieder so machen, dass später dann mein Co-Pilot diese ganzen Sachen für mich übernimmt. Das finde ich schön. So, dann können wir die Hutpumpe ausmachen und die restlichen Lichter. Fallen wir durch, wenn wir die Lichter nicht richtig schalten? Das wäre auch finster, ne? Eigentlich ja nur richtig. 4 Zuschauer sind noch live dabei bei der Tech Alpha. Ein Zuschauer, lasst mal einen Daumen nach oben da, ihr Prozess. Nehmen Sie mal raus und wieder rein, ne? War das nicht so? Und dann war wieder heile alles. Guck mal, ich habe es heile gemacht. So fast. Das Stream wir jetzt gleich beendet, Ja, weil ich Night Rider anschaue das ist heute. wahrscheinlich so, weil das ein Soldat ist. Ein Mann, ein Auto und sein Name. Ein Mann, ein Auto und sein... Mal wieder mit die Tasten. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Allerdings weiß ich gar nicht, wo wir gestartet sind. Da ist doch gerade die Heli gefahren für uns. Und ich glaube, wir sind da irgendwie durch diese Schlucht gefahren. Hier rum, ne? Und dann da hinten raus oder so. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass der ganze Platz kaputt ist hier. Und weil wir gerade nicht gelandet sind, wissen wir ja gar nicht, wo wir landen sollen wieder. Oh Gott. Na, wir können es ja nur verkacken, ne? Ich meine, hinter uns ist eigentlich die Flight. Ich guck das mal. Guck mal, hier ist gar nichts. Wir müssen jetzt einmal rückwärts. So, ein paar Bremsen.
Flugplatz, der keiner ist. Ja. Ich glaube, das ist der einzige Flugplatz auf der ganzen Weltkarte, wo man Pech mit dem Starten hat. Das war ja wieder so klar. Hätten wir mal Hamburg genommen. Okay, Stop and Hold Short. Aber das machen wir in dem Kästchen dann am besten, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da fliegt uns die Karre auseinander und wir sind noch gar nicht gestartet, ey. Und jetzt muss ich da hinstarten, oder was? Wait for clearance. Oh, ich habe die Stimmen leise gemacht, weil dieser KI-Typ doch so hässlich geredet hat, ne? Scheiße. Okay, aber ist ja egal, haben wir gekriegt. Okay, wir acknowledgen das. Das musste wahrscheinlich später dann. Enter Runway 26. Oh. Ach, warte mal, ich habe ja noch meinen Little Neff Map hier, da kann ich ja mal gucken, was 26 von Nordholz ist. Die sind hier komplett in nirgendwo. Ich will jetzt mal eben kurz was verkünden. Little Neff Map zeigt mir die Position. '26. Ja, das ist die. Jetzt müssen wir einmal rum. Ach, warum bin ich denn auf dieser Kack-Landebahn gestartet, ey? Scheiße. Das ist doch echt kacke. Aber Little Neff Map hat hier Dings. Das ist unfassbar. Jetzt muss ich wohl. Die 26 ist da. Warum kann das nicht einmal normal gehen bei mir hier im Stream? Moin, Thomas. Ja, den gibt es erst im November. Man kann aber auch eine Alpha-Zutrittsberechtigung bekommen. Die habe ich gekriegt. Wir müssen jetzt einmal um dieses Ding fahren. Ich meine, das Flache da scheint die Landebahn gewesen zu sein. Jetzt müssen wir einmal umzurumpeln. Oh Gott. Das wird die sein, ne? Und dann müssen wir im Graben starten. Ey, ich hab immer so einen Scheiß, ne? Das kann nicht einmal normal gehen. Vielleicht ist die Karre schon in der Mitte auseinandergebrochen, wenn wir hier fertig sind. Mit dem Ding. Das ist immer eine Katastrophe. Dann müssen wir vor allen Dingen auch gleich in diesem Graben wieder landen, damit wir die Prüfung geschafft haben, weil das Spiel denkt ja, dass das eine Landebahn ist, dieser Graben. Ist jetzt nicht unbedingt schwer oder so. Ja, das ist natürlich echt bescheuert. Naja gut, dann haben wir es gleich nochmal doppelt so schwer. Dann könnt ihr mir gleich die Lizenzen da die ganze Reihe durchgeben, wenn ich das geschafft habe. Ist das ätzend? Sollen wir das nochmal neu anfangen? Das ist bescheuert, oder? Weil wir müssen jetzt ja ständig hier starten dann, oder nicht? Neu So, Herr anfangen oder Zuschauer. wollt ihr weitermachen, dieses Wir werden jetzt die Tech-Alpha beenden. Wir werden uns in der Woche noch mal ein paar Streams anschauen. Zum neuen Book-Simulator. Weil Also ich werde jetzt nämlich Lotus gucken, da steht. ein bisschen ein Ruhig machen heute sozusagen. Und ihr könnt den Stream nochmal anschauen. Schaut mal meinen Kanal an, meine Statistiken. Die kleinen Putzer. Das ist mein Channel, ja. Tech Alpha, der ist live. Das ist eine kleine Werbung. Und jetzt werde ich den Stream einfach mal beenden. Dann schauen wir in der Woche Tech Alpha Streams an. Ciao.